Versuchst du immer noch deine Schmerzen zwischen die Schulterblätter mit dieser Übung loszuwerden? Abgesehen davon, dass es höllisch weh tut, bringt es nur kurzfristig was. Nicht immer sind deine Muskeln die Ursache für die Beschwerden zwischen die Schulterblätter. Auch die untere Halswirbelsäule kann solche Beschwerden verursachen. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einfachen Übungen von zu Hause deine Schmerzen lindern kannst und als Bonus noch beweglicher wirst. Ja, es stimmt schon, dass Triggerpunkte oder Muskelbeschwerden solche Schmerzen verursachen können. Sehr häufig werden die Rhomboideen-Muskeln dafür verantwortlich gemacht. Die Rhomboideen sorgen dafür, dass deine Schulterblätter zusammengezogen werden, Richtung Wirbelsäule hin und auch gedreht werden. Aber wenn du diese Übung mit dem Ball schon 1000-mal probiert hast oder diese Art von Dehnung kennst und die trotzdem dir keine Linderung bringen, dann muss man sich Gedanken machen, ob die Ursache doch eventuell woanders liegt. Mehrere Studien haben bereits gezeigt, dass eine Reizung der unteren Halswirbelsäule-Gelenke oder die Nerven, die dort entspringen, genau diese Schmerzen auch verursachen können. Vorgeschichte von Bandscheibenvorfällen oder Arthrose können ebenfalls diese Art von Schmerzen zwischen die Schulterblätter verursachen. Das heißt, auch wenn du genau über den Rhomboideen Muskelschmerzen hast, heißt es nicht unbedingt, dass sie von den Muskeln an sich kommen. Aber auch hier solltest du mich nicht falsch verstehen. Auch wenn es sich manchmal so schwerwiegend anhört oder mal die Idee bekommt, dass etwas kaputt oder eingeklemmt sein, in den meisten Fällen ist es vielmehr nur eine Reizung dieser Struktur, als es tatsächlich eine Schädigung vorliegt. Das Gewebe in dem Bereich ist aktuell nur ein bisschen sensibel, als es normalerweise sein sollte. Und genau hier setzt auch die Behandlung an. Das Therapieziel ist diese Reizbarkeit von der Struktur zu reduzieren und ihre Belastungsfähigkeit zu erhöhen. Und eine Möglichkeit hierfür ist genau dieses Übungsprogramm. Für die erste Übung wollen wir jetzt die Stärkung der Schulteradduktoren und auch deine Nackenmuskulatur erreichen. Dafür ist es super, wenn du kleine Gewichte hast. Damit werden die Übungen intensiver. Stell dich aufrecht hin, deine Beine sind hüftbreit auseinander. Beuge deine Knie und dann auch deinen Rumpf vorwärts in eine Gerade, dass die Bewegung nur in der Hüfte passiert. Deine Blickrichtung bleibt weiterhin nach unten und als erstes lässt du die Arme nach unten einfach pendeln. Ziehe die Schulterblätter zusammen und wenn du oben zusammen sind, bringst du nun auch jetzt die Arme nach oben in so eine Rudenbewegung, dass die Ellenbogen in 90 Grad nach oben Richtung Decke bewegt werden. In dieser Position verbleibst du nun für 10 Sekunden. Achte darauf, dass deine Schulterblätter oben bleibt, zusammengezogen werden. Deine Blickrichtung ist weiterhin nach unten Richtung Boden. Wiederhole diese Übung für 6 bis 8 Mal. Hüftbreit auseinander, die Knie leicht gebeugt, den Rumpf vorwärts beugen. Dadurch hast du verstärkt den Widerstand von der Schwerkraft. Schulterblätter als erstes zusammenziehen und dann noch die Arme nach oben bewegen in 90 Grad. Ellenbogen kommen zur Decke hin. In dieser Position 10 Sekunden verbleiben. Weiterhin normal ein- und ausatmen. Deine Blickrichtung ist Richtung Boden. Für die nächste Übung wollen wir jetzt hauptsächlich die Drehbewegung deiner Brustwirbelsäule und auch die Streckung trainieren. Dafür solltest du dich hinsetzen. Es wäre super, wenn du noch so einen Yoga-Block hast. Das kannst du jetzt halt zwischen deine Knie platzieren. Es kann auch ein Ball sein, was auch immer. Es geht nur darum, dass du jetzt halt dein Becken stabilisierst und die Bewegung hauptsächlich von der oberen Partie herholst. Das nächste, was du auch brauchst, ist so ein Besenstiel. Das solltest du jetzt hinten zwischen deine Schulterblätter platzieren. Deine Hände
umgreifen es und zeigen nach vorne. Komm mit deinem Rumpf in eine aufrechte Haltung hin. Bringe deinen Nacken einen kleinen Tick nach hinten. Am besten, dass du ein Doppelkinn vom Nacken machst. Denk dran, wir wollen ja auch die untere Halswirbelsäule mit trainieren. Und als erstes machst du nun eine Drehbewegung von dem Rumpf in eine Richtung. Wenn du am Ende angekommen bist, dann machst du zusätzlich eine Seitneige zu dieser Richtung hin und komm dann wieder zurück. Wiederhole dies 5 Mal und nachdem du die 5 Wiederholungen durchgezogen hast, bleibst du am Ende und du wirst merken, dass du nun noch ein bisschen weiter nach hinten gehen kannst. Und ebenfalls hier weiter in die Seitneigung gehen für 5 Mal und dann nach die 5 Wiederholungen noch einmal weiter nach hinten und dann nochmal die letzten 5. Du wirst es sowohl an den Schulterblatt als auch an deiner Brustwirbelsäule deutlich spüren können. Nachdem du die 3 Wiederholungen durchgeführt hast, machst du nun die gleiche Bewegung auch in die andere Richtung. Als erstes die Drehung, so weit wie du kannst. Am Ende angekommen, 5 Mal in eine Seitenneigung. Das heißt, du bringst dann den Rumpf weiter nach unten Richtung Boden. Nach 5 Wiederholungen noch ein Tick weiter gehen und das gleiche nochmal 5 Mal wiederholen. Nach der 5. bin ich mir sicher, du wirst noch einen Tick weiter nach hinten gehen können. Und diese Übung solltest du dann 2 Serien durchführen. Also 2 mal 15. Bei dieser Übung geht es nun um die Streckung deiner Brustwirbelsäule und auch die seitliche Bewegung. Und als Bonus kriegst du noch eine Dehnung von der vorderen Brustkorbmuskel. Dafür wirst du entweder so eine Rolle brauchen oder du kannst auch einen Yoga-Block nutzen. Das sollst du jetzt zwischen deine Schulterblätter platzieren und du legst dich auf den Rücken, die Rolle zwischen deine Schulterblätter. Deine Hände kannst du am Anfang hinter deinen Kopf platzieren und deinen Kopf damit abstützen. Langfristig ist es eher das Ziel, dass du jetzt an den Schläfen nur einen leichten Kontakt hast, damit du auch bewusst die Halsmuskel trainierst. Also erstmal die leichtere Variante. Hände am Hinterhaupt, die Ellenbogen zeigen nach außen und nun bleibt der Becken auf dem Boden und du lässt deinen Oberkörper sinken, so als ob du den Kopf nach unten Richtung Boden bewegen willst. Die Schulterblätter werden zusammengezogen, die Ellenbogen nach außen gebracht. Und dann wieder in die Beugung nach oben und den Kopf vorwärts bringen. Einatmen und nach hinten rollen, Ellenbogen nach außen, ausatmen, Ellenbogen zusammen und den Kopf vorwärts. Eine Dehnung im Nacken, das ist, was du spüren solltest. Und wenn du nach hinten kommst, auch eine Eröffnung von deinem Brustkorbmuskel, das soll gedehnt werden und die Brustwirbelsäule wird in die Streckung gebracht, was wir viel zu wenig im Alltag machen. Ebenfalls hier sollen das 12 bis 15 Wiederholungen werden. Ein eng zusammengerolltes Handtuch hat fast den gleichen Effekt. Es ist nur eine Frage von der Höhe. Da es weicher ist, kann es am Anfang ein bisschen einfacher für dich sein. Platziere es zwischen deine Schulterblätter und ebenfalls hier Ellenbogen nach außen und dann so weit nach unten kommen, bis dein Kopf tatsächlich den Boden berührt. Ellenbogen zusammen, Kinn zu Brustkorb und dann hochheben. 2 Serien von 12 bis 15 Wiederholungen sollen es dann werden. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter wissen willst, wie du mit einfachen Übungen deinen Alltag verbessern kannst und Schmerzen linderst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos und neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit 2 Dehnungsübungen. Für die nächste Übung solltest du dich jetzt auf den Boden hinlegen, auf der Seite. Deine beiden Knie sollen jetzt gebeugt bleiben.
in 90 Grad Beugung der Hüfte und 90 Grad Beugung der Knie. Beide Hände kommen aufeinander und jetzt bringst du die obere Hand in so eine großen kreisförmige Bewegung über den Kopf weg bis nach hinten. Und das Ziel ist, dass du erstens mit deinem Augenblick deine Hand immer verfolgst, damit du eine Bewegung in der Halswirbelsäule hast. Und das zweite, dass du den gesamten Arm plus Ellenbogen bis auf den Boden erreichst. Bleib in dieser Position ein paar Sekunden und bring dann den Arm wieder nach vorne hin. Vorne angekommen, einen kleinen leichten Schub vorwärts, so als ob du den Arm noch länger machen willst. Den Arm kurz wieder zurückbringen und dann wieder einen großen Bogen über den Kopf, bis dein Handrücken und Unterarm auf dem Boden ruhen. Um dann den Arm wieder nach vorne zu bringen. Auf deiner Hand wieder angekommen, wieder den Arm einen kleinen Tick nach vorne schieben, zurückziehen, also den Rhomboideen und den Schulterblattmuskel aktivieren, um dann wieder zu drehen. Schau immer zu deiner Hand hin, damit du deine Halswirbelsäule mitbewegst. Je nach oben deine Knie sind, desto mehr Effekt hast du denn auf die Brustwirbelsäule. Du kannst auch das untere Bein gestreckt lassen und das obere Bein beugen. Damit hast du auch einen größeren Effekt auf deine Lendenwirbel, was jetzt nicht unbedingt der Fokus ist, aber die Intensität von den Übungen steigern kannst. Und für die letzte Übung wollen wir jetzt ganz gezielt die Beweglichkeit deiner Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule verbessern. Dafür solltest du dich auf die Knie hinsetzen, bleib auf deinen Fersen sitzen, platziere deine Hände vor dir und als erstes wirst du nun versuchen, ganz rund zu werden. Das heißt, Nacken nach unten, Kinn Richtung Brustkorb und gleichzeitig die Brustwirbelsäule rausschieben nach hinten. Die Hände, die bringst du bewusst nach unten hin, so als ob du den Boden drücken wirst. Und als nächstes bringst du nun die Brust nach vorne Richtung Matte hin, deine Schulterblätter bewegen sie nach hinten und dein Kopf nach oben, so als ob du die Decke anschauen willst. Halte kurz die Spannung, um dann den Kopf wieder reinrollen, die Hände nach unten Richtung Boden zu bewegen und den Brustkorb nach hinten, so als ob du dich aufrichten möchtest. Auch hier bleibe kurz in der Position, um als nächstes Brust Richtung Boden bewegen, Schulterblätter zusammen und die Blickrichtung nach oben Richtung Decke. Ebenfalls diese Übung solltest du nun versuchen, 10 bis 12 Mal zu wiederholen und das alles für 3 Serien. Viel wichtiger als die Wiederholungszahl ist die Qualität der Ausführung. Also lieber ein bisschen weniger, aber dafür sauberer ausgeführt. Wenn du Schmerzen zwischen die Schulterblätter hast, dann probier diese Übungsroutine aus. Denke dran, das ist keine Wunderheilung, die nach 10 Minuten die Schmerzen verschwinden lassen, aber vielmehr eine dauerhafte Lösung sind über eine längere Zeit. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!